Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch einladen zu einer Wanderung mit ganz viel Fernsicht. Und wenn wir ein bisschen Glück haben und das zieht noch ein bisschen mehr auf, dann bekommen wir heute ganz tolle Bilder geboten und ich lade euch ganz herzlich zu dieser Rundtour ein. Wem am Startpunkt schon alle Knochen wehtun, dann kann es garantiert nicht an der Knochenstampfe, welches zumindest für alle Autofahrer und, wie ihr sehen könnt, Motorradfahrer der ideale Startpunkt ist, liegen. Wer umweltfreundlich sein möchte, der kann zu dieser 12 Kilometer langen Wanderung mit weiten Ausblicken, ihr seht es am Hinweisschild, mit der Citybahn Chemnitz bis Dorf Chemnitz anreisen. Doch wie auch immer, wir gehen zunächst die Straße an der Bahn, passend zum Namen parallel zur Bahntrasse Chemnitz-Aue, zunächst mit Richtung Christelgrund bzw. Rentnersruh. Am Bahnübergang angekommen, queren wir selbigen und schlagen zunächst einen kleinen Bogen, um nicht an der Straße zu laufen. Aber keine 100 Meter und wir überqueren die Thumerstraße und dürfen in den Waldweg einbiegen. Zuerst können wir hier der grünen Markierung, wie ihr seht, folgen, vorbei an dieser Idylle von Siedlung, ehe wir auf diesem Feldweg landen. Zwischen den Bäumen bekommen wir immerhin einen ersten Eindruck davon, weshalb unsere Rundwanderung weite Ausblicke heißt. Ein letzter Blick noch auf die Kirche von Dorf Chemnitz und wir werden sozusagen vom Wald für die nächsten Kilometer mehr oder weniger verschluckt. Wobei, dank der Abholzung werden uns dennoch, bevor wir den Klötzerweg erreichen, ein weiteres Mal Futter für die Aussichten geboten. Anschließend geht es den nächsten Kilometer mehr oder weniger wie angekündigt durch Hochwald. Bis wir auf die nächste Kreuzung mit dem Pionierweg stoßen und hier etliche interessante neue Möglichkeiten zum Erkunden vorfinden. Eigentlich müssten wir nach links abbiegen. Dennoch, wenn ihr von der Knochenstampfe wieder erwacht seid, dann solltet ihr noch einen kleinen Abstecher nach rechts machen. Nach knapp 200 Metern erreichen wir nämlich den idyllischen und so lange ausgeschilderten Christelgrund. Schön anzusehen ist er und ich habe mir sagen lassen, der eine oder andere nutzt ihn auch als Badegelegenheit. Fertig gestaunt gehen wir zunächst die 200 Meter wieder zurück, um dann weiter Richtung Heimateck Rentnersruh zu gehen. Am nächsten Highlight der Christelgrundhütte finden wir wieder eine der schönen Stempelstellen, wie wir sie schon aus verschiedenen Regionen, zum Beispiel dem Zeitgrund oder Harz kennen. Hier kann man auf dem 18 Kilometer langen Rundweg Christophilisch rund um Thalheim auf Stempeljagd gehen. Bei besagtem Christophilisch handelt es sich um einen ehemaligen Thalheimer Wegewart. Schön, dass ihm auf diese Art ein Denkmal gesetzt wurde. Weiter führt unser Weg entspannt immer weiter abwärts, bis wir an der nächsten Kreuzung landen. Gehen wir geradeaus weiter, dann könnten wir Rentnersruh einen Besuch abstatten. Eine schöne Miniaturanlage ähnlich dem kleinen Erzgebirge in Oederan, welches wir bereits gemeinsam besucht haben. Heute lassen wir dieses schöne Kleinod jedoch links liegen, der Bogen würde zu groß, und laufen nach links, queren den Bahnübergang mittels Drängelgitter. Sonderzüge mit Dampfloks kommen hier leider nicht auf Wunsch, werfen noch einen Blick auf die Zwönitz und gehen nach oben zur Zwönitztalstraße. Selbige nutzen wir auf dem Fußweg wenige Schritte, ehe wir sie überqueren und mittels diesen schmalen Weges auch schon wieder im Rücken zurücklassen. Leider wartet, beginnend mit der Straße Hofackersiedlung bzw. links abbiegend in die Randsiedlung, ihr seht, wir folgen dem R, ein weiterer Straßenabschnitt. Aber ihr seht es ja, hier geht es durch diese verträumte Siedlung ohne Stress, solange man nicht Fußprobleme wegen Asphalt hat.
Oben am Waldrand angekommen, könnte man theoretisch geradeaus laufen, wenn man ein wenig abkürzen möchte. Aber an so einem schönen Tag wäre das glattweg Sünde. Deshalb biegen wir rechts in diese kleine Zufahrtsstraße ein, folgen dieser auch, wenn er sich in diesen Schotterweg verwandelt. In kurzem Zickzack weiter mit der Markierung R laufen wir durch diese Mischsiedlung aus Einfamilienhäusern und Gärten. Wem das zu unsicher ist, der weiß ja Bescheid. Unten in der Beschreibung vom Video findet ihr wie immer die Links zur Autoactive bzw. Komoot. Dort könnt ihr euch gerne die GPS-Daten herunterladen. Unten angekommen finden wir nicht nur eine weitere Stempelstelle, sondern rechts von uns sehen wir, zwar ziemlich zugewachsen, den Hammerteich. Einfach ein Teich, könnte man denken, aber dem ist mitnichten so. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dieser tatsächlich als Freibad ausgebaut und diente unter anderem dem 1902 gegründeten Schwimmverein für das Training. Weiter folgen wir dem Hammergrund zunächst noch an schönen Grundstücken vorbei, ehe uns der Wald wieder hat. Vor einigen Jahren hat sich hier auch der Forst ausgetobt. Inzwischen schön zu sehen, die Natur hilft sich wirklich selbst. Ähnliches wird auch in anderen Regionen unseres Erzgebirges bzw. im Harz geschehen. Wir müssen lediglich ein wenig Geduld haben. Hinter der Gartenanlage am Steinberg, welche wir am gegenüberliegenden Hang bereits gesehen haben, landen wir auf diesem Fahrweg. Diesem folgen wir einem reichlichen halben Kilometer, werden aber mit schönen Rundblicken auf die bis zur Wende Stadt der Strümpfe, Thalheim, belohnt. An der nächsten Stempelstelle müssen wir aufpassen. Natürlich ist der neuerliche Blick auf Thalheim verlockend. Ergo das Bedürfnis, der Wegführung weiter geradeaus zu folgen. Aber mitnichten. Wir müssen nämlich links abbiegen, hinein in den Wald. Hier gehen wir entspannt einen knappen Kilometer, ehe wir auf die nächste Kreuzung stoßen. Hier verlassen wir unser Wanderzeichen R, den Rundweg Thalheim, und wenden uns jetzt nach links dem roten Strich bzw. Jakobsweg nutzend. Weit haben wir nicht zu gehen und, seht selbst, der Wald öffnet sich. Und ist der Ausblick oberhalb Brünnlos nicht ein schöner? Es gibt auch genügend Sitzmöglichkeiten, um den Buchbergblick beim Picknick ausgiebig genießen zu können. Ihr seid fertig mit Genießen? Machen wir uns auf den Weg und wie zu sehen ist, der Möglichkeiten gibt es hier noch einige. Selbst zum Furzbachel, da ist tatsächlich so, kann man laufen. Wir aber gehen weiter den Waldweg hinunter, zunächst nach Brünnlos. Dort angekommen folgen wir der Randsiedlung und siehe, selbst einen Weihnachtsberg kann man hier besichtigen. Dafür müssen wir jedoch einen kleinen Haken schlagen. Allerdings stand mir bei dem Wetter der Sinn weniger nach Weihnachtsberg, ergo folgen wir weiter unserem geplanten Weg, um über die Volkshausstraße an selbigen zu landen. Wem das Picknick nicht genügt hat, der hat jetzt eine weitere Chance einzukehren. Ob mit Gaststättenbesuch oder ohne, auch wenn es Straße, also Asphalt ist, so führt der Weg sehr angenehm weiter in Richtung Hauptstraße. Bevor wir diese erreichen, entdecken wir etwas Positives. In Brünnlos hielt Ende des 18. Jahrhunderts die Strumpfwirkerindustrie Einzug. Wie leider üblich überlebte selbige die Wende nicht, aber immerhin die Gebäude werden hier wenigstens weiter genutzt. Doch wenden wir unsere Aufmerksamkeit den vielen Wandermöglichkeiten zu. Wir bleiben dennoch auf der roten Markierung, dem Eisenweg, und überqueren die Hauptstraße und gehen vorbei am Gemeindeamt die gegenüberliegende Felix-Küchler-Straße nach unten an die alte Dorfchemnitzer Straße. Ein kleines Stück Asphalt haben wir zwar noch vor uns, dennoch,
Hier unten zu laufen macht Spaß, zumal der Asphalt bald von angenehmen Splitt ersetzt wird. Werfen wir noch einen Blick zurück und folgen der schönen Allee immer weiter und genießen die angenehmen Ausblicke in alle Richtungen. Ein wenig geht es schon nach oben, ehe wir auf die nächste Kreuzung stoßen. Geht man hier geradeaus weiter, so könnten wir, wie zu lesen ist, auf schnellsten Weg nach Dorf Chemnitz zurücklaufen. Aber das wäre unklug. Steigen wir lieber noch das letzte Stück Steigung auf den Eisenweg nach oben. Ich sag nur, die Belohnung wartet. Und genießt auf dem kurzen Anstieg die schönen Bilder, welche uns am Rand geboten werden. Geschafft! Wir haben nicht nur den höchsten Punkt unserer heutigen Tour erreicht, sondern, wenn wir durch das kleine Wäldchen zum Brünnlosblick gehen, bietet sich uns ein toller Blick zurück auf einen Teil des bisher zurückgelegten Weges. Zurück auf dem Eisenweg wartet nun das schönste Stück des Weges auf uns. Ist das eine Pracht? Aber nicht nur die bunten Feldränder sind faszinierend. Die Fernsicht zum Geierschen Wald und hoch ins Erzgebirge haben doch was. Auch wenn es heute leider noch ziemlich trüb ist. Also genießt und staunt. Irgendwann verlassen wir dann den Eisenweg links nach unten ohne Ausschilderung. Beim Abstieg werden wir weiter mit schönen Ansichten belohnt. Bei all diesen vielen schönen Bildern merkt man gar nicht, wie schnell man wieder nach unten kommt. So landen wir an diesen Gärten und biegen unmittelbar davor links ab und laufen den Feldweg nach unten in Richtung unseres Zieles Dorf Chemnitz. Auch dabei haben wir noch den schönen Blick in Richtung Homersdorf. Auch dort gibt es Schönes zu entdecken, doch später mehr dazu. In Sichtweite der Kirche gehen wir durch diesen schönen Gebäudekomplex, welcher heute unter anderem den Pflegedienst Zwönitztal beherbergt. Ihr seht, unser Ziel ist nahe. Gehen wir also runter zur Thalheimer Straße und biegen für wenige Meter rechts ab, können noch einen Blick auf die schöne Kirche werfen, finden einen Hinweis für einen Heimatkunde-Lehrpfad, wenn man mehr über Dorf Chemnitz erfahren möchte. Ja, und dann, wir entdecken einen Gedenkstein für Samuel Pufendorf. Der bekannte Rechtslehrer und Historiker wurde tatsächlich am 8. Januar 1632 als Sohn eines Pfarrers hier im beschaulichen Dorf Chemnitz geboren. Dass die daneben stehende Grundschule seinen Namen trägt, ist schon fast selbstverständlich. Vor selbiger finden wir dann noch etwas ganz Niedliches, den sogenannten Märchenpilz. Und dieser kann das gesamte Jahr über bewundert werden. Erschaffen wurde dieses Pilzkarussell von einer ABM-Gruppe mit einheimischen Schnitzern. Schaut man genau hin, dann entdecken wir auch das Rotkäppchen mit seinem roten Käppchen. Quasi liebe Grüße in die Heimat von Rotkäppchen, die Schwalm. Um an unser Ziel, die Knochenstampfe, zu gelangen, queren wir noch die Hauptstraße und die sehr beschauliche Zwönitz, folgen der grünen Markierung bzw. Straße am Anger und sind nach wenigen Metern angekommen, an der Knochenstampfe. Jetzt wollt ihr wissen, was es damit auf sich hat? Dann seid schön neugierig. Nächste Woche werfen wir einen Blick hier hinein. Bis dahin, ciao!